Ein typisches Semester ist ein halbes Jahr, also 6 Monate, und 15 Wochen davon sind in der Regel Vorlesungszeit. Nach der Vorlesungszeit gibt es meistens eine Prüfungsphase und die kann natürlich für den Rest des Semesters dauern. Es ist abhängig vom Studiengang und wie die Dozenten oder Lehrenden dann Prüfungen abnehmen, manchmal schon während des Semesters, manchmal auch wirklich nach dem Semester mit einer Klausur oder Prüfungen oder aber zum Beispiel mit einer Hausarbeit. Also wenn man eine wissenschaftliche, schriftliche Arbeit abgeben muss zu einem bestimmten Thema, dafür gibt es dann bestimmte Fristen. Manchmal kann das auch nochmal 3 Monate dauern, sodass man den ganzen Sommer über Zeit hat, diese Arbeit zu schreiben. Es gibt aber die Möglichkeit, auch schneller abzugeben und dann hat man auch ein bisschen Ferien. Man kann diese Zeit aber auch nutzen, um zum Beispiel zu arbeiten oder sich auf ein Praktikum vorzubereiten. It contains like 2 semesters per year, so there's a winter semester and also the summer semester. And a typical study day would be like I usually had classes until 4:30. And then after that, it will be my sport courses and my free time. Na gut, an manchen Tagen hat man mehr Vorlesungen oder Seminare und Übungen. Dann schließen sich Laborübungen an. Die sind natürlich nicht so häufig. Da muss man sich ja auch mal ein bisschen drauf vorbereiten. Die gehen dann für 3 Stunden. Und leider muss man die dann auch oft nacharbeiten und Protokolle erstellen. Das macht dann vielleicht manchmal nicht so viel Spaß. Wird aber auch gebraucht für die Zukunft. Auch da lernt man viel, denke ich, für die Bachelorarbeit oder die Masterarbeit später. Und zwischendrin lässt man sich in der Cafeteria gut gehen. Man hat an der Fachhochschule zumindest, ist es so, man hat für jedes Semester einen vorgeschlagenen Plan, welche Module man in welchem Semester absolvieren sollte. Da ist dann zum Teil Spielraum drin mit Wahlveranstaltungen und so, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man sich an den Plan hält, der einem vorgegeben wird, dann absolviert man das Studium normalerweise in Regelstudienzeit und ist am schnellsten durch. Nichtsdestotrotz kann es immer mal passieren, dass man irgendwie eine Prüfung nicht besteht oder ein Modul schiebt, einfach auf ein späteres Semester. Und das kann auch passieren, dass dadurch das ganze Studium sich ein bisschen verlängert. Das ist aber, glaube ich, nicht unüblich. Man muss sich natürlich anmelden für die Vorlesungen, man muss sich anmelden, aber also meine Erfahrung jetzt, wir haben alle so einen genauen Stundenplan bekommen, was ich sehr, sehr gut finde, persönlich, weil ich so ein chaotisches Mensch bin. Also mit Organisation und Vorlesungen, das ist mir zu schwierig und wir haben deswegen so ein festes Stundenplan bekommen und ich kann mich vorstellen, dass es in jedem Semester so ist, weil man sieht das immer so von der Vorlesungsraum, man sieht das einfach so, wie die Stundenpläne von anderen Semestern aussieht. Also ja, wir müssen uns selbst für die Vorlesungen, für die Prüfungen anmelden, aber ansonsten bekommen wir alle einen festen Stundenplan. Also an der Universität ist es ganz anders. Man hat keine festen Stundenpläne. Das liegt einfach daran, dass man hier an der Uni sehr viele Fächer miteinander kombinieren kann im Bachelor, da sehr frei ist. Das ist ein Vorteil. Dann ist natürlich ein Nachteil, dass man keinen festen Stundenplan hat. Aber die Universität hat das relativ gut gelöst. Es gibt hier 2 Phasen im Studium, Orientierungsphase und Qualifizierungsphase. Orientierungsphase sind die ersten 2 Semester. Und es gibt auch vor Semesterbeginn für die neuen Studierenden eine Einführungswoche, wo ihnen auch genau erklärt wird, was muss im Stundenplan stehen, dieses Semester, nächstes Semester. Da wird sehr stark betreut und diese Orientierungsphase, die muss man auch nur bestehen, da wird nichts in den Endschnitt mit reingerechnet. Ganz konkret, es gibt mehr Laborübungen, verglichen jetzt mit einer technischen Universität. Bei uns gibt es jetzt im Master auch Projektarbeiten. Das heißt, es ist wirklich im Modulplan fest verankert, Credit Points. Kann man Professoren fragen nach bestimmten Projekten, dass man etwas zusammenbaut. Oder man ist schon in einer Firma und hat dort eine Tätigkeit und kann die dann quasi als Projekt anrechnen lassen. Scientific instrumentation is a specialized program where the students get to know how the theoretical concepts
can be useful for solving practical engineering problems. It has several branches of research studies. One of them is material for sensor. Another area is analytics. And the third area is industrial design. So in the first semester, you are arranged, your classes are arranged depending of what was your bachelor. If it's a mechanical, electrical, chemical, or physics, you are going to have different modules. And the second semester is for the elective ones. So you can choose classes like optical instruments, gas sensing and aerosol measurement, and FEM and simulation. So it's about how gain this theoretical knowledge and how to solve practical engineering problems.